Hallo meine Freunde, hola Madridistas, ich bin wieder zu Hause. Nach sehr anstrengenden 48 Stunden bin ich sehr froh, endlich wieder ein Video für euch machen zu dürfen. Für euch bedeutet das weiterhin brandheiße Informationen rund um Real Madrid und ihr seht täglich wieder das Meer. Naja, es geht auch schlechter. Ja, worüber reden wir heute in dem Video? Wir schauen uns natürlich die Länderspiele an. Wer war erfolgreich, wer nicht so, was ist bei unseren Nationalspielern passiert. Danach unterhalten wir uns auch über Real Madrid Castilla. Die hatten gestern ihren ersten Spieltag in der Premier League Championship, wie auch immer das Ding heißt. Wir schauen uns an, wie sich die Jungs von Álvaro Arbeloa angestellt haben. Danach gibt es neue Informationen rund um Real Madrid und den Ballon d'Or. Denn die UEFA, France Football etc. möchten, dass Real Madrid zurückkommt. Was Florentino Perez geantwortet hat, erfahrt ihr in diesem Video. Und zu guter Letzt hat der Supercomputer von Opta berechnet, wer dieses Jahr die Champions League gewinnt. Und wir schauen uns mal an, auf welchem Platz Real Madrid gelandet ist. Also, wie ihr hört, es wird auf jeden Fall ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, gestern standen unsere Jungs bereits wieder auf dem Trainingsplatz und Xabi Alonso hatte wieder viele Spiele aus den Nationalmannschaften zurück, unter anderem Dinhausen, Carvajal, Brahim, Arda Güler etc. pp. Die Jungs standen wieder auf dem Grün. Und bevor ich jetzt mit weiteren Informationen anfange, erstmal eine gute Nachricht für den ganzen Madridismo. Schaut euch mal bitte diese Sequenz von einem Jude Bellingham an. Also, ganz ehrlich, wenn man sieht, wie er sich bewegt, wie frei. Erstens erinnert er mich ein bisschen an den alten Jude Bellingham. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Aber zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Jude Bellingham noch einen Monat braucht, bis er wieder zurück ist. Also, so wie der läuft, würde es mich nicht wundern, wenn er am Samstag auf dem Platz steht. Nein, das ist natürlich Quatsch, viel zu früh. Aber ich glaube, ein Jude Bellingham ist auf einem guten Weg der Erholung. Ja, er konnte sich unter anderem auch erholen, weil er natürlich nicht bei der Nationalmannschaft für England unterwegs war, wie denn auch mit seiner Schulterverletzung. Andere Spieler waren dafür sehr aktiv. Ich habe in meinem letzten Video tatsächlich vergessen, dass David Alaba natürlich ein Spiel hatte mit Österreich. Und was für ein Spiel! Das absolute Spitzenspiel auswärts beim Tabellenersten Bosnien und Herzegowina. Die hatten vorher in 4 Spielen 4 Siege geholt und da geht es natürlich um den ersten Tabellenplatz. Österreich musste auswärts ran mit David Alaba in der Startaufstellung und Österreich hat 2:1 gewonnen. Österreich hat jetzt nach 4 Spielen 4 Siege. Bosnien-Herzegowina bleibt nach 5 Spielen mit 4 Siegen. Also, das absolute Spitzenspiel hat Österreich gewonnen. Und vor allem, was mich freut, in so einem wichtigen Spiel hat ein David Alaba gestartet. 78 Minuten gespielt, hat ein gutes Spiel absolviert. Und diese Minuten sind extrem wichtig für einen David Alaba, der in der spanischen Liga unter Xabi Alonso bisher noch keine Minuten bekommen hat. Freut mich für den Österreicher im Laufe der Saison. Im Laufe der nächsten Wochen wird jeder Spieler von diesem Kader wichtig werden, denn Real Madrid hat in den nächsten 15 Tagen 6 Spiele. Also da wird eine Menge rotiert. Wer auch noch gespielt hat, war unter anderem Kylian Mbappé und Tchouaméni mit Frankreich gegen Island. Und obwohl Frankreich früh mit 0:1 in Rückstand geraten ist, haben die das Spiel gedreht, dank Kylian Mbappé. Er macht nicht nur ein Tor, er legt das 2:1 für Frankreich auch auf, nach einem tollen Pass wieder von Tchouaméni. Also die haben eine ganz besondere Verbindung, der Tchouaméni und Mbappé. Erinnert ein bisschen an Arda Güler mit Kylian Mbappé, die Chemie stimmt einfach. Naja, auf jeden Fall, Frankreich gewinnt 2:1. Für Tchouaméni nicht so gute Nachrichten, der holt sich in der 68. Minute eine rote Karte ab. Was wiederum bedeuten könnte, er wäre vielleicht für die nächsten Länderspiele, wird er vielleicht nicht nominiert. Naja, für den Madridismo wäre das vielleicht keine schlechte Entscheidung. Ja, dann gab es aber auch noch Spiele in Südamerika. Und ein Bild muss ich euch zeigen. Ja, was ihr da seht, ist Franco Mastantuono mit der 10 von Argentinien. Er ist der Erbe der Nummer von Lionel Messi.
Gibt es größere Fußstapfen in der Welt des Fußballs? Das ist wie wenn du irgendwann die 7 von Portugal von Cristiano Ronaldo übernehmen musst. Und dass Argentinien diesem 18-Jährigen bereits diese Nummer gibt, das zeigt, was für ein Talent Real Madrid da gekauft hat. Der hat uns alle in den ersten 2, 3 Spielen noch nicht vom Hocker gehauen. Ich sage aber immer, der Junge ist 18. Wie gesagt, der muss sich erst akklimatisieren. Neuer Verein, neuer Kontinent, neues Land, neues Essen, neues Training. Alles ist neu, neue Plätze, Gegner, alles. Aber wenn man sieht, was für ein Vertrauen sie in diesen Jungen haben, dass die ihm die Nummer von Messi geben, das kann man sich hier in Deutschland oder in Spanien etc. gar nicht vorstellen, was das für ein Gewicht hat in Argentinien. Also, das sind enorme Fußstapfen, in die er da treten muss. Und wenn Argentinien ihm diese Fußstapfen zutraut, dann können wir vielleicht erahnen, was für einen Spieler wir uns da geholt haben. Also, ich hoffe, Franco Mastantuono zeigt uns bald im Real Madrid-Trikot das, was er in Argentinien schon seit Jahren gezeigt hat. Ja, dann hat auch noch Uruguay gespielt, spielt in Chile 0:0. Uruguay war schon qualifiziert, Chile war schon raus und da ging es um nichts. Und trotzdem hat Fede Valverde 90 Minuten gespielt. Mein Madridista-Herz sagt mir, Mann, warum muss der denn 90 Minuten spielen, wenn es um nichts geht? Aber ich wette, Fede Valverde ist der Erste, der dem Trainer gesagt hat, ich möchte dieses Spiel spielen. So schätze ich einen Fede Valverde ein. Ja, im Großen und Ganzen ist das Wichtigste in dieser Länderspielpause. Zum einen waren sie sehr erfolgreich, ein Großteil der Mannschaft. Zum anderen, es hat sich keiner verletzt. Und das ist für uns Madridistas immer das Wichtigste. Es war also eine erfolgreiche Länderspielpause. Was für mich auch eine sehr, sehr gute Nachricht ist, diese Saison ist die letzte Saison, wo es im September und dann wieder im Oktober die 2 Länderspielpausen gibt. Das macht doch keinen Sinn. Ich bin seit Jahren dafür, dass es gar keine Länderspielpausen mehr gibt. Dass die Saison um einen Monat reduziert wird, weil wenn es die Länderspielpausen nicht gibt, dann ist die Saison ja auch früher fertig. Und am Ende der Saison oder von mir aus am Anfang, irgendwann, dass dann 6, 7, 8 Wochen nur Nationalmannschaften sind. Das ist vom Vorteil für jeden. Die Nationaltrainer können ihre Mannschaften viel besser eintrainieren. Die Spieler können sich viel besser akklimatisieren, ohne dass die 12.000 Kilometer nach Uruguay, nach Argentinien, nach Brasilien fliegen müssen. Die können sich da in Ruhe an die Plätze, an das Klima, Jetlag etc., Ernährung, an alles gewöhnen. Die Nationaltrainer können viel mehr mit denen arbeiten und dann können die von mir aus 4, 6, 8 Wochen alle Länderspiele, die es gibt, am Stück spielen. Das wäre für mich das Sinnvollste. Das sage ich seit Jahren inzwischen. Und langsam geht der erste Schritt in die richtige Richtung. Lesen wir uns durch, was Sky Sport News nämlich geschrieben hat. Ab 2026 wird es nur noch eine zusammenhängende Länderspielpause zwischen September und Oktober geben. Bei der Premiere dieser Regelung im kommenden Jahr ist diese vom 23. September bis zum 3. Oktober vorgesehen. In diesem Zeitraum absolvieren die Nationalmannschaften dann insgesamt 4 Länderspiele, im Gegensatz zu bisher 2 jeweils im September und Oktober. Und das macht doch absolut Sinn. Wie gesagt, die Gründe habe ich euch eben genannt. Für mich ist das der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber irgendwann müssen dann alle Länderspiele zusammengesetzt werden. Und ich glaube, meiner Meinung nach ist das das Beste. Dann lasse ich jetzt mal parallel das Training von gestern laufen. Also das war schon sehr interessant zu sehen, was für ein Tempo wieder da drin ist, dass die Nationalspieler zurück sind. Ich glaube, Arda Güler hat einen Touch bei einer Annahme, wo ich denke, was? Oder Raúl Asensio rutscht in einen Zweikampf. Halleluja, da geht es um Leben und Tod im Training, also schaut es euch an, ist schon sehr interessant. Was ihr aber auch sehen werdet, der einzige Spieler von Real Madrid Castilla, der da ist Thiago Pitarch. Warum? Weil er inzwischen quasi Mitglied der ersten Mannschaft ist. Denn Real Madrid Castilla war gestern nicht in Madrid. Sie waren gestern in Wolverhampton. Sie haben das erste Spiel der Premier League, International Cup etc. gegen die Wolverhampton Wanderers gespielt. Ab 20 Uhr war das auf Real Madrid TV zu sehen. Ich habe mir das Spiel natürlich angeschaut. Und Real Madrid hatte zu kämpfen. In England gegen eine Premier League Akademie ist es nie einfach. Trotz alledem hat Real Madrid das Spiel dominiert und hat durch diesen wunderschönen Freistoß das Spiel mit 1:0 gewonnen. Also Real Madrid startet gut in den International Premier League Cup und vor allem, wer mir auch wieder stark gefallen hat, war ein Manuel Ángel. Der war überall.
Und so wie ich letztes Jahr von einem Gonzalo Garcia geschwärmt habe, so muss ich auch von einem Manuel Ángel schwärmen. Ich glaube, über kurz oder lang wird er seine Chance sich in der ersten Mannschaft erarbeiten. Also es hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Wer das Spiel nicht geschaut hat, kann es, glaube ich, auf Real Madrid Play im Nachhinein nochmal übers Handy oder über den PC schauen. Schaut da einmal rein. Ja, und dann kommen wir zur ersten Mannschaft, denn da gab es gestern neue Informationen aus Frankreich. L'Équipe hat veröffentlicht, dass Real Madrid dieses Jahr bei der Gala zum Ballon d'Or wieder nicht anwesend sein wird. Ich erinnere euch dran, was letztes Jahr passiert ist. Die ganze Welt wusste, unter anderem auch in Real Madrid und ein Vini Junior selber, dass der Brasilianer den Ballon d'Or gewinnen wird. So hat France Football das Real Madrid mitgeteilt. Ein Vini Junior hatte sogar in Frankreich schon eine Party organisiert. Der Private Jet war gemietet. Real Madrid war auf dem Weg nach Frankreich. Sie standen schon auf dem Rollfeld. Davon gibt es Bilder. Ja, und dann hat Florentino Perez einen Anruf von Manchester City bekommen. Gott sei Dank ein befreundeter Verein. Und die haben Real Madrid quasi gesagt, Leute, ihr werdet da mehr oder weniger in eine Falle gelockt, denn den Ballon d'Or gewinnt Rodri. Ein Rodri, der nicht mal in der Premier League 11 der Saison war. Also das ist mit der größte Skandal, den ich je bei so einem Wettbewerb gesehen habe. Ich war nie ein großer Fan von diesem ganzen Ballon d'Or. Da ist viel mehr Politik hinter als tatsächlich die Leistung auf dem Platz. Ein Vini Junior, der mit Madrid damals Meister geworden war, die Champions League, den Pokal gewonnen hatte, also und überall entscheidend war, im Finale getroffen hat, im Halbfinale gegen Bayern alleine die auseinandergenommen hat. Also Vini Junior war der absolut verdiente Ballon d'Or, aber die UEFA wollte ihren Hass an Real Madrid rauslassen wegen der Super League und sie wollten es hinterlistig machen. Und um eins nochmal klarzustellen, Real Madrid ist da nicht hingefahren, weil sie bockig waren oder sauer, dass nicht ihr Spieler gewonnen hat. Real Madrid hat die FIFA Ballon d'Or Gala gemieden, weil sie verarscht werden sollten. Weil man sie hintergangen hat. Man hat sie mit dem Gefühl dahin geschickt, Vini gewinnt das und man wollte sie abends auf diesem großen Bühne blamieren. Ja, und als Florentino Perez das erfahren hat, hat er gesagt, nee, wir reisen nicht nach Frankreich zur Ballon d'Or Gala. Ja, aber France Football hat gemerkt, ohne Real Madrid ist die Gala nicht das Gleiche. Wir wollen, dass Real Madrid dieses Jahr wiederkommt und hat eine Delegation nach Madrid geschickt. Lesen wir uns mal dazu durch, was der Marca geschrieben hat. Die Kluft zwischen Real Madrid und dem Ballon d'Or geht weiter. Eine Delegation von France Football reiste nach Madrid, um sich um eine Einigung für die bevorstehende Gala zu bemühen. Doch die Treffen blieben erfolglos. Die letzte Ausgabe der Ballon d'Or war geprägt von einer völligen Distanzierung und einem Bruch der Beziehungen zwischen der Organisation der Auszeichnung France Football und Real Madrid. Die Königlichen waren der Meinung, dass die Geschehnisse rund um die höchste Auszeichnung der Gala nicht der Realität entsprachen, die bei der Ehrung des besten Spielers der Welt tatsächlich stattgefunden hatte. Trotz aller Vorbereitungen verlor Vinicius Junior letztendlich die Auszeichnung, die an Rodrigo Hernández ging. Die Konsequenz war, dass man der Gala im Pariser Charité-Theater den Rücken kehrte und die Reise der gesamten Expedition von Real Madrid absagte, zu der auch die Direktoren Carlo Ancelotti, Gewinner der Kategorie Trainer, Carvajal, Bellingham, Valverde und natürlich Vinicius gehörten, der eine Party in Paris geplant hatte, um den Sieg und seine Krönung zum besten Spieler der Welt zu feiern. Der Rückzug von Real Madrid sorgte bei der Pariser Gala für Aufsehen und war ein Schock für die Fußballwelt. Zusammen mit dem FC Barcelona hatten sie mit 12 die meisten Ballon der Auszeichnungen der Männer. Di Stefano, Figo, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Modric und Benzema sind die Spieler, die die Auszeichnung im weißen Trikot erhielten. Ein Rekord, der jedes andere Team in den Schatten stellt. In den letzten Monaten hat France Football versucht, die Beziehungen zu Real Madrid wiederherzustellen. Eine Delegation des französischen Fußballvereins reiste nach Madrid. Doch die Treffen blieben erfolglos. Man bemüht sich um eine Einigung im Vorfeld der Gala zur Saison 24/25, die für den 22. September geplant ist. Also in 11 Tagen. Ja, und Real Madrid, Florentino Perez hat gesagt, nee, es hat sich nichts geändert. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, dass während der offiziellen Ballon d'Or-Zeremonie die FIFA letztes Jahr, oder France Football besser gesagt, diese Bilder gezeigt hat. Die haben aus Vini in der Ballon d'Or Gala ein Meme gemacht. Wieso um Himmels Willen sollte Real Madrid zu dieser Gala gehen?
wo die letztes Jahr offensichtlich ein Messer in den Rücken bekommen soll. Also, auf der einen Seite verstehe ich diejenigen, die sagen, boah, Madrid kann sich ja nicht mit jedem streiten, aber ganz ehrlich, wer so mit Real Madrid umgehen wollte, da verstehe ich ein Florentino Perez und ein Real Madrid, dass die da nicht hingehen wollen. Da muss sich eine Menge ändern. Ja, das ist meine Meinung. Ihr könnt natürlich eure eigene haben. Lasst die bitte in den Kommentaren. Ja, wo es auch unterschiedliche Meinungen gibt, ist zum Favoriten der Champions League. Aber es gibt einen Supercomputer, der Opta Supercomputer, der jedes Jahr den Favoriten auf den Champions League Titel errechnet. Und ich glaube, Real Madrid war da noch nie auf dem ersten Platz, wenn ich mich nicht täusche. Und trotz alledem ist Real Madrid mit Abstand die Mannschaft mit den meisten Titeln. Und dieses Jahr gab es wieder eine neue Berechnung. Schauen wir uns mal an, wer der Favorit ist. Und wie ihr seht, wen wundert's? An der ersten Stelle Liverpool mit 20,4%. Nachdem die fast 600 Millionen Euro in die Hand genommen haben in diesem Transferfenster, wundert es mich nicht. Kurz gefolgt von Arsenal mit 16%, Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona, Chelsea. Und dann kommt erst Real Madrid mit 5,8%. Die Bayern kommen noch weiter dahinter mit 4,3%. Wobei ich mich nicht wundern würde, wenn Madrid und Bayern deutlich weiterkommen, als dieser Supercomputer sagt. Also wenn man sieht, dass Newcastle 3% hat ganz unten und Madrid nicht mal doppelt so viel hat wie Newcastle, ich glaube, man sollte diejenigen mit dem weißen Trikot und dieser Krone da drauf, sollte man auf Dauer nicht unterschätzen. Ich glaube zwar nicht, dass Real Madrid Hauptfavorit ist, aber so weit hinten hätte ich Real Madrid nicht erwartet. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Prediction für die Champions League in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, lasst direkt ein Like da, ein Teilen, Followen etc. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ich hoffe, euch freut es, dass ich wieder zurück bin und wir sehen uns morgen wieder mit neuen Informationen. Bis dahin. A la Madrid!